einen sehr schönen Satz gehört. Er lautete: Mit dem Herzen sieht man sehr viel klarer, denn das Wesentliche ist im Auge verborgen. Jetzt nach unten schauen. Wir gehen in die Moschee. Lauft mir einfach hinterher. Nicht geradeaus schauen, nach unten. Während der Umrah kommt man seinem Schöpfer so nah wie vielleicht nie wieder in seinem Leben. Und das ist schon etwas, was auch einfach der Seele gut tut. Eine eindrucksvolle Reise durch die arabische Halbinsel nach Saudi-Arabien, wo Geschichte ihren Anfang nahm und bis heute weiterlebt. Gemeinsam mit einer Gruppe von über 80 Pilgern machen wir uns auf den Weg nach Mekka und Medina, um die heiligen Rituale der Pilgerfahrt zu vollziehen. Die Reise führt uns zu den bedeutendsten Orten des Islams und ermöglicht uns tiefe Einblicke in die Spiritualität und Kultur der Muslime. Gleichzeitig begegnen wir der Geschichte. Wir bewegen uns durch Orte, an denen Glaube nicht nur erzählt wird, sondern spürbar ist. Aber diese Reise bietet noch viel mehr als das. Es ist eine Reise, die den Pilger ermutigt, sich selbst zu reflektieren, seine Prioritäten zu überdenken und seine Sorgen sowie Ängste abzulegen. Aber was macht Mekka so bedeutend? Und welche Rolle spielt die Kaaba in den Herzen von Milliarden Gläubigen? Und die Kaaba zu sehen, ist immer wieder ein bewegender Moment. Also egal, wie oft man hier war. Doch bevor wir Mekka erreichen, führt uns unser Weg zunächst in die Stadt des Propheten, Medina. Eine Stadt voller Frieden, Ruhe und Geborgenheit. Die Stadt, in der der Gesandte Gottes begraben liegt, unter jener grünen Kuppel, in deren Nähe seine Gegenwart für uns spürbar wird. Es ist das Jahr 622. Unter dem Druck von Verfolgung, Unterdrückung und zunehmender Gewalt verlassen die ersten Muslime Mekka und folgen dem Rat des Propheten Mohammed. Ihre Hoffnung richtet sich auf Yathrib, eine Oasenstadt im Norden, in der arabische Stämme und jüdische Gemeinschaften über lange Zeit in Spannungen und Konflikten zusammenlebten. Die Stadt suchte nach einer vermittelnden Autorität, nach einem Schiedsrichter, der Frieden stiften und Ordnung schaffen konnte. So wurde der Weg für die Einladung des Gesandten Allahs bereitet. Etwa 2 Monate später folgt auch der Prophet gemeinsam mit seinem engsten Gefährten Abu Bakr. Und was dort begann, wurde zum Anfang eines Ortes, der bis heute Milliarden Menschen bewegt. Auch jetzt, tausende Kilometer entfernt, beginnt eine neue Reise. Ich bin Marcel Krass, 48 Jahre alt, 1997 zum Islam konvertiert, also vor ungefähr 30 Jahren. Und leite jetzt seit 10 Jahren regelmäßig Pilgerreisen zu den heiligen Städten in Mekka und Medina. Ich bin der Janusz, auch bekannt als Yahya. Ich komme aus NRW, eine kleine Stadt, Kleve, direkt an der Grenze zu Holland.
die Finger kribbeln und ja, man kriegt ein Lächeln im Gesicht, man sieht die ganzen Geschwister, man kriegt eine Vorfreude auf den Besuch in den 2 heiligsten Städten des Islams. Ja, also ich kann es schwer in Worte fassen, aber ich bin auf jeden Fall sehr aufgeregt und sehr gespannt, wie es wird. Die beste Vorbereitung für eine Reise nach Mekka ist die Taqwa, die Gottesfurcht. Und das ist die beste Vorbereitung. Vorbereitungen für eine Reise, darunter verstehen wir immer, man plant und checkt in und man sucht eine geeignete Fluggesellschaft und diese Dinge. Das ist bei anderen Reisen, aber nicht bei dieser. Bei dieser ist die beste Vorbereitung die Gottesfurcht. Schon bald wird klar, dass der Flug nach Jeddah länger dauern wird als geplant. Wir sind überraschend früh gelandet, allerdings nicht am Flughafen Jeddah, sondern bereits in Athen. Einer Schwester hier ging es nicht gut und irgendwann hat die Crew gesagt, okay, das muss ich mal einen Arzt anschauen, beziehungsweise du musst ins Krankenhaus. Und deswegen sind wir jetzt hier schon vorzeitig in Athen gelandet, tanken gerade auf, fliegen dann weiter nach Jeddah und dann müssen wir gucken, wie wir überhaupt weiterkommen nach Medina. Wir haben einen Zug gebucht um 9 Uhr, den werden wir auf jeden Fall verpassen. Ich finde es schön, dass man das im Sinn hat. Da ist ein Mensch, der ist in Gefahr und jetzt müssen wir alles tun, um nur dafür zu sorgen, dass es ihm besser geht. Nein, also ich bin gespannt, wie es weitergeht. Auf Empfehlung einer Ärztin aus unserer Gruppe wird die Pilgerin schließlich vom Rettungsdienst übernommen. 2 Stunden später erhalten wir die Starterlaubnis. Es geht ihr bald besser und sie wird uns später nachreisen. Sechsmal im Jahr reist Marcel mit Gruppen aus dem deutschsprachigen Raum nach Saudi-Arabien. Für ihn ist vieles inzwischen Routine. Eine Zwischenlandung in Athen war auch für ihn das erste Mal. Ob wir noch einen Zug nach Medina bekommen, bleibt offen. Es gibt ein bisschen was zu essen. Das ist vorbereitet und fertig. Das müssen wir einfach mitnehmen. Erst einmal herzlich willkommen in Saudi-Arabien. Wenige Kilometer tatsächlich von den heiligen Städten entfernt. Von hier nach Mekka sind nur 70 Kilometer. Aber wir wollen nicht nach Mekka, wir wollen nach Medina. Und der eigentliche Plan war ja, dass wir den Zug nehmen und gemütlich rüberfahren. 2 Busse. 2 Busse. Einer hier. Koffer unten rein, dann einfach rein. Statt 300 Stundenkilometer im Haramain High-Speed Train nun rund 100 auf der saudischen Autobahn. Der Bus übernimmt 449 Kilometer bis Medina. Es geht langsamer, aber wir sind unterwegs. Nach langer Reise, Erschöpfung und Erleichterung. Der Empfang im Hotel ist herzlich mit kalten Erfrischungsgetränken, Datteln und einem persönlichen Gruß vom Hotelmanager, der uns alles Gute für den Aufenthalt und die Umrah wünscht. Herzlich willkommen in der erleuchteten Stadt Medina. Wir wünschen allen Reisenden gesegnete und angenommene Taten. Man nennt die Stadt auch heute deswegen noch Al-Medina Al-Munawwara. Das bedeutet auf Deutsch die erleuchtete Stadt. Die Menschen sagten, der Prophet ist angekommen und die Stadt hat angefangen zu leuchten. Medina ist das arabische Wort für Stadt. Al-Medina bedeutet nichts anderes als die Stadt. Und es ist eine Kurzform von der Stadt des Propheten. Es ist deswegen die Stadt des Propheten, weil es der Ort war, zu dem der Prophet ausgewandert ist. Liebe Geschwister, herzlich willkommen in der Stadt des Propheten, der Stadt, in der ein Gebet wie 1000 Gebete zählt. Wenn ihr nach Medina kommt, dann gibt es 5 Dinge, die ihr unbedingt tun solltet. Das erste ist natürlich das Gebet in der Moschee. Die zweite Sunna, was man unbedingt in der Stadt machen sollte, ist das Grab des Propheten besuchen. Die dritte Sache ist der Besuch auf dem Friedhof Al-Baqi'.
Da kommen wir auch am Ende des Rundgangs hin. Das ist eine Sunna in dieser Stadt, dass man das macht. Die vierte Sache, wenn man hier ist ein Gebet in der Quba-Moschee. Die Quba-Moschee ist die erste Moschee, die gebaut wurde, tatsächlich noch vor dieser Moschee. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat diese Moschee auf dem Weg von Mekka nach Medina, als er ausgewandert ist, gebaut. Früher war das ein anderer Ort. Da war Medina noch sehr klein und Quba war 5 Kilometer von hier. Das ist mit auf dem Plan, das machen wir, wenn wir die Rundfahrt machen hier in Medina, inshallah am Sonntag. Und die fünfte Sache, die werden wir auch bei der Rundfahrt machen, ist der Besuch der Märtyrer von Uhud. Das ist die fünfte Sache, die eine Sunna ist, was man unbedingt hier in Medina machen sollte. Ein gemeinsamer Rundgang um die Prophetenmoschee. Marcel spricht, die Worte kommen über Kopfhörer. Wie wir alle sehen, das ist so eine Moschee mit mehreren Kuppeln, so eine kleine Moschee. Diese Moschee heißt Masjid al-Ghamama. Das ist die Wolkenmoschee. Das ist der Ort, wo der Prophet das Gebet um Regen verrichtet hat. Salatul Istisqa. Darum wurde der Name so passend dafür gewählt. Und nicht nur das, er hat auch das Eid-Gebet dort verrichtet. Diese Moschee wurde gebaut von Omar ibn Abdelaziz. Man sagt über ihn, es ist der 5. rechtgeleitete Kalif. Und er war so einer, der das islamische Erbe wieder lebendig gemacht hat. Und er hat Folgendes gemacht. Er hat überall dort, wo man wusste, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal, und wenn es auch nur 2 Raka waren, wo er einmal gebetet hat, hat er eine Moschee gebaut. Jeder Ort, der bekannt war. Und das ist ein Erbe, was wir heute noch sehen können. Das war alles die Stadt Medina. Da, wo wir jetzt herlaufen, da sind vor 1400 Jahren Abu Bakr und Uthman und Omar auch hergelaufen. Und deren Wohnungen waren hier so verteilt. Das war quasi die ganze Stadt Medina. Also vor 100 Jahren war da hinten der Friedhof und dort waren so Dattelpalmen. Und wenn du hier einmal rausgegangen bist, da warst du schon von Palmen bedeckt. Das war die ganze Stadt Medina. Sie ist sehr stark angewachsen im Laufe der letzten 50 Jahre. Also bis 1950 waren hier nur 50.000 Einwohner und jetzt über 1 Million. Denn wenn ihr mal hier die Frontseite der Moschee seht, da gibt es in der Mitte eine kleine Tür. Da kommen die Leute raus mit den Leichnamen und gehen dann hier zum Friedhof. Die gehen sehr zügig, also die joggen richtig. Ja? Das ist auch eine Sunna, dass man das macht, dass man die Leute möglichst schnell begräbt. Dann könnt ihr mit denen zum Friedhof gehen. Aber das ist so eine Sache, die man auf jeden Fall hier machen sollte. Ich befinde mich jetzt hier gerade auf dem Friedhof. Bis heute werden hier noch die Verstorbenen aus Medina begraben. An einer Beerdigung teilzunehmen, erinnert einen wirklich nochmal daran, wie wenig die Dunya wert ist. Am Ende, die Menschen hier, sie werden nicht voneinander unterschieden. Hier kann man nicht unterscheiden zwischen einem König oder einem Sklaven. Alle haben dasselbe Grab und alle nehmen nur eins mit ins Grab und das sind ihre Taten. Und wir bitten alle darum, dass Allah unsere Seelen nimmt in einem Zustand, in dem er mit uns zufrieden ist. Dort unter der grünen Kuppel liegt der Prophet Mohammed. Wir betreten das Bab as-Salam, was Tor des Friedens bedeutet. Und mit jedem Schritt wird es stiller. Hier im Inneren liegt die Grabstätte des Gesandten Gottes, zusammen mit seinen treuen Weggefährten Abu Bakr as-Siddiq und Umar ibn al-Khattab. 2 Gefährten, die ihm im Leben gefolgt sind und ihm auch im Tod zur Seite stehen. Um diesen Ort besser zu verstehen, blicken wir zurück. Im Museum zeigen Rekonstruktionen, wie die Prophetenmoschee einst aussah und wie sich der Bereich über die Epochen hinweg entwickelte. So hat man diese Moschee gebaut. Man kam von dieser Seite rein und das war ein überdachter Gebetsbereich. Das hier, das ist die Wohnung von Aisha. Wurde quasi direkt an die Moschee gebaut. Heute ist an dieser Stelle das Grab des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn der Prophet ist in ihrer Wohnung verstorben und so wie es üblich ist, wird der Prophet dort beerdigt, wo er auch gestorben ist. Das ist quasi die Stelle, wo heute die grüne Kuppel ist. Und später, als sie verstorben war, hat man die Wohnung gekauft und die Moschee erweitert und dann quasi eine Grabkammer errichtet. Das war das erste Mal jetzt, wo das Grab in der Moschee ist. Wisst ihr, warum er das in dieser Form gemacht hat und nicht quadratisch? Damit es nicht aussieht wie die Kaaba. Und die Leute fangen an, das anzubeten und Tawaf zu machen und sowas. Damals war das auch noch nicht so wie heute, dass man gar nicht mehr in die Nähe kommt. Das ist quasi so, wie es heute ist.
Wenn ihr zum Grab kommt, dann seht ihr quasi, es sieht aus wie 3 Türen. Aber das ist nicht so, dass bei der ersten Tür liegt der Prophet und bei der zweiten Abu Bakr und Omar. Die liegen quasi hier, mehr in diesem Bereich. Hier sehen wir einen etwa 800 Jahre alten Minbar aus der Mamlukenzeit. Und dazu Darstellungen aus der osmanischen Epoche. Ihr seht vorne noch in diesem Modell, das ist der alte osmanische Teil, der ist noch erhalten geblieben. Und da seht ihr auch die Ornamente noch und die Malereien aus der Zeit von den Osmanen. Ja, die Moschee wurde erweitert. Sie hatte 2 Etagen und Rolltreppen bekommen und alles Mögliche, um halt mit der Zeit zu gehen. Und die Schirme, die sind auch neu, sind auch sehr bekannt, weil sie von einem deutschen Architekten entworfen wurden. Dieser deutsche Architekt ist Muslim. Jede Zeit hat ihre Spuren hinterlassen. Neue Muster, neue Details, eine neue Handschrift. Diese Entwicklung über Jahrhunderte macht die Gestaltung der Prophetenmoschee so einzigartig und spannend. Ich habe einmal gelesen, wie der Prophet Mohammed ein Bittgebet gesprochen hat. Er sagte: O Allah, mach die Liebe zu dieser Stadt Medina in unseren Herzen genauso stark wie die Liebe zu Mekka oder noch stärker. Wir spüren es. Wir spüren es, wenn wir diesen Ort betreten. Man geht dorthin und hat das Gefühl, dass einem kein Ort auf dieser Welt so lieb ist. Das waren meine ersten Eindrücke in Medina. Und seitdem begleiten sie mich jedes Mal, wenn ich diese Stadt betrete. Die Busse für die Rundfahrt stehen bereit. Sagt dem, er soll ein Auge drauf haben, dass wir zusammenbleiben, oder? Okay. Heute geht es nicht nur von Ort zu Ort, sondern von Geschichte zu Geschichte. Eine Fahrt durch Zeit und Erinnerung. Wir haben vor uns 3 Stationen. Die erste wird die Quba-Moschee sein. Die zweite ist die Masjid al-Qiblatain, die Moschee der 2 Gebetsrichtungen. Und die letzte Station wird inshallah Uhud sein. Und wir werden uns da auch noch einmal die Geschichte der Schlacht von Uhud anhören. Nachdem die zweite Hälfte der Gruppe eingetroffen ist, geht es weiter, zu dem Ort, an dem das erste Gotteshaus im Islam errichtet wurde. Masjid al-Quba ist nicht nur die älteste Moschee im Islam, sie ist auch der Ort, an dem der Prophet Mohammed selbst den ersten Grundstein legte. Wir treffen uns in 30 Minuten hier wieder. Ich befinde mich jetzt hier gerade in der Masjid al-Quba, welche die erste Moschee des Islams ist. Und es ist echt ein unglaubliches Gefühl, hier zu sein, bei den Wurzeln des Islams, wo alles begonnen hat. Und hier zu stehen, wo auch unser Prophet gestanden hat und seine ersten Gebete für die muslimische Gemeinschaft verrichtet hat. Und das war auch so ein unglaubliches Gefühl, wenn man darüber nachgedacht hat, man tritt gerade in die Fußstapfen des Propheten und läuft denselben Weg, den er jeden Samstag gelaufen ist, um hier sein Gebet zu verrichten. Das hat mir wirklich auch wieder Momente der Demut bereitet. Die Moschee hat sich im Laufe der Zeit verändert, doch ihre besondere Bedeutung ist geblieben. Denn es heißt, wer hier 2 Rakat betet, für den ist es, als hätte er eine Umrah vollzogen. Unsere nächste Station ist jetzt die Moschee der 2 Gebetsrichtungen. Als diese Änderung der Gebetsrichtung offenbart wurde, in Surat al-Baqarah, standen einige der Gefährten hier in dieser Moschee im Gebet. Und während sie im Gebet stehen, kommt jemand vorbei und verliest die Verse, in denen offenbart wurde, dass die Gebetsrichtung geändert wurde. Und sie hören das im Gebet und während des Gebets drehen sie sich um. Das ist die einzige Moschee, von der bekannt ist, dass ein Gebet in 2 Richtungen verrichtet wurde. Die erste Hälfte wurde Richtung Jerusalem verrichtet und die zweite Hälfte Richtung Mekka.
Auch hier wird Marcel immer wieder von anderen Pilgern erkannt. Ein paar Fotos gehören inzwischen einfach dazu. Vor 10 Jahren habe ich das auch noch manchmal abgelehnt. Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass es einige wirklich traurig macht. Bitte bei ihm mit in den Bus, sonst kriegt er nachher Angst, dass welche im Bus fehlen. Weiter geht es zum Jabal Uhud. Diese Ebene bezeichnet man als Uhud. Und der Berg wurde quasi nach dieser Ebene benannt. Und die Schlacht hat genau dort stattgefunden, wo ihr gerade steht. Hier trafen die Muslime in der Schlacht auf die Quraysh aus Mekka, zahlenmäßig deutlich überlegen. Angeführt von Abu Sufyan ibn Harb. Die Kavallerie unter Khalid ibn al-Walid, einem Mann, der später eine entscheidende Rolle in der islamischen Geschichte spielen wird. Die Bogenschützen von der Schlacht von Uhud, das ist der Hügel, auf dem wir gerade stehen. Zu Beginn der Schlacht hat der Prophet auf diesem Hügel 50 Bogenschützen postiert. Weil er geahnt hat, während der Schlacht könnte es passieren, dass Reiter um diesen Hügel herumkommen. Und sie werden uns in den Rücken fallen. Und deswegen hat er hier 50 Bogenschützen postiert und hat denen gesagt, bleibt hier. Er hat ihnen sogar gesagt, bleibt stehen auf diesem Hügel, selbst wenn ihr seht, dass die Vögel schon kommen und von unseren Leichen fressen. Er hat aber keine Anweisung hinterlassen, was passiert, wenn der Gegner einfach kampflos aufgibt und geht. Wenn es quasi gar keine Schlacht gibt. Die Schlacht hat gar nicht richtig stattgefunden. Uhud war keine lange Schlacht. Die Muschrikin, die Götzendiener gehen. Und das sehen die Bogenschützen. Und von den 50 Bogenschützen, die hier postiert waren, haben 40 gesagt, wenn es gar keine Schlacht gibt, wofür bleiben wir hier stehen? Von den 50 Bogenschützen sind 40 gegangen. Und das hat Khalid ibn Walid gesehen. Das war ein Ausnahmetalent auf dem Schlachtfeld. Khalid ibn Walid war mit seiner Reiterarmee dabei. Er hat in dieser Schlacht noch auf der Seite von Mekka gekämpft. Khalid ibn Walid, der Feldherr, der er ist, sieht das sofort und nutzt die Gelegenheit. Er kommt um den Hügel herum mit seiner Reiterarmee. 70 der Gefährten des Propheten sind innerhalb kürzester Zeit gefallen. Und es verbreitet sich sogar das Gerücht, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam unter ihnen war. Und könnt ihr euch das vorstellen? Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich in Sicherheit gebracht. Und sie haben sich gerettet oben auf die höheren Ebenen von Uhud. Und so endete die Schlacht mit einem Sieg der Götzendiener aus Mekka. Und die eine große Lehre, die wir aus Uhud mitnehmen können, ist, dass manchmal der Fehler von einigen wenigen dafür sorgt, dass die ganze Gemeinschaft dafür bezahlt. Das hier war ein Fehler von ganz wenigen, einer Handvoll. 700 Leute haben gekämpft und 50 davon waren Bogenschützen. 40 davon haben ihren Posten verlassen. Am Ende haben alle dafür bezahlt. Das kann uns auch in unserer Situation, allen voran als Minderheit in Deutschland, genauso schnell passieren. Und wie oft haben wir das nicht schon erlebt? Dass manchmal irgendwo irgendeine Dummheit oder eine unüberlegte Aktion dazu führt, dass alle Muslime in Deutschland oder in einer Stadt dafür bezahlen müssen. Wir sollten immer ein Auge darauf haben. Wir sind nicht alleine. Wir leben nicht in einem Vakuum, in einem luftleeren Raum. Wir leben in Deutschland als Gemeinschaft mit anderen Muslimen. Und wir sollten immer darüber nachdenken, welche Konsequenzen hat unser Verhalten für den Rest der Gemeinschaft in Deutschland. Vielen Dank für euer Zuhören. Zurück in der Prophetenmoschee. Millionen von Menschen treten Schulter an Schulter zum Gebet an. Hier fühlt sich das Gebet für viele anders an. Man sagt, er zählt mehr. Und man spürt, warum. Die Stadt Medina hat einen Geschmack. Es ist ein Geschmack. Es war nicht einfach irgendein Gefühl. Es schmeckte süß, aber es schmeckte süß im Herzen. Es war etwas, was dich erfüllt hat. Hier fühlt sich alles anders an, als wäre der Lärm der Welt weiter weg.
Man spürt die Nähe zum Gesandten Allahs, diese Ruhe, diese Gelassenheit, die den ganzen Ort umhüllt. Menschen aus jeder Ecke der Erde. Und trotzdem ein Herzschlag, eine Richtung. Und ohne dass man es merkt, wird man still und demütig. Etwas hatte diese Stadt an sich. Von Geborgenheit und Sicherheit. Und egal was war, egal was passierte, nichts hat mich da aus der Ruhe gebracht. Ich habe das an keinem Ort auf dieser Welt so erlebt wie in dieser Stadt Medina. Wir fahren in die Wüste und verbringen dort den Tag. Saudi-Arabien zeigt sich von seiner schönsten Seite. Ebenen, sanfte Hügel und Berge, die die Landschaft majestätisch rahmen. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamida. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wisst ihr, wer lebt wie ein König früher? Wer all diesen Luxus genießt, den früher nur ein König hatte. Wir. 80 Leute, die hier sitzen. Die Auswahl an Essen, die wir heute haben, ich sage euch ganz ehrlich, die Könige früher würden uns beneiden. Warmes Wasser auf Bestellung. Selbst der König musste warten, bis einer das vorbereitet hat. Ne? Das musste warm gemacht werden mit Feuer. Wir drehen einen Knopf. Dann ist warmes Wasser da. Entertainment. Wir haben es eben gehört, wir haben nicht zu viel davon. Das muss nicht mal großartig organisiert werden. Es wird dir für 9,99 € ins Haus geliefert. Dekorierte Wohnungen. Oh Gott, wenn ich mit meiner Frau nach Ikea gehe. Zwischen Sand und Sternen am Lagerfeuer geht es jetzt um die reine Absicht dieser Reise. Wir ordnen unsere Herzen für die Umrah nach Mekka. Und morgen wartet noch ein letzter Weg zur Palmenplantage, wo wir uns auf die Rituale der Umrah vorbereiten. Ich war so übermüdet gestern, kaum geschlafen gehabt und ich habe das Fajr-Gebet verrichtet, aber gar nicht so richtig. Ich habe gar nicht so richtig realisieren können, wo ich hier gerade bin. Was hier anders ist, Menschen aus allen Kontinenten, mit unterschiedlichen Sprachen, aus jeder Kultur, mit jeder Hautfarbe, jung und alt. Die Gläubigen, die nach Medina ausgewandert sind, so sehr sie auch Mekka in ihrem Herzen vermisst haben, haben sich in dieser Stadt niedergelassen. Sie sind nur noch zur Pilgerfahrt nach Mekka gegangen, aber sie sind in Medina geblieben. Etwas hatte diese Stadt an sich. Diese Stadt ist auch die erste Hauptstadt geworden. Der Prophet ist nach Medina gekommen und er war quasi dort ein Staatsoberhaupt. Und das haben die Muslime nach seinem Tod fortgetragen. Das ist die Bedeutung von dieser Stadt.
Al-Medina, die Stadt. Die eine Stadt. Alle anderen Städte haben einen Namen. Aber wenn wir von der Stadt reden, von der einen Stadt, dann ist es die Stadt, wo der Prophet begraben liegt. Die Stadt, in die er ausgewandert ist. Die erleuchtete Stadt. Die Stadt des Propheten. Nach Sand und Stein stehen wir plötzlich zwischen Dattelpalmen. Aber das Interessante sind die weiblichen Palmen. Wir erfahren, wie die Früchte wachsen, welche Sorten es gibt und warum Datteln hier so viel bedeuten. Danach beginnt die eigentliche Vorbereitung. Mekka rückt näher und wir gehen die kommenden Rituale Schritt für Schritt durch. Vorbereitung auf die Umrah, was macht man dafür? Man vollzieht einmal die Ganzwaschung. Man duscht wie am Freitag. Man rasiert einmal die Haare hier unter den Achselhöhlen, so wie man das macht auch bei der Sunna. Man kürzt die Nägel. Und für die Männer ist es eine Sunna, Parfum zu benutzen. Das ist eine Vorbereitung. Das können wir im Hotel machen. Duschen, Haare entfernen, Nägel kürzen und für die Männer ein bisschen Parfum benutzen. Wir Männer tragen während der Umrah nur 2 weiße Handtücher. Nur diese beiden Handtücher. Nichts mehr. Keine Socken, keine Unterwäsche, keine T-Shirts, nichts anderes. 2 weiße Handtücher. Und da ist die Panik immer groß. 2 Handtücher, um Gottes Willen, wie kann das gut gehen? Ich habe mal hier so 2 weiße Handtücher mitgebracht. Das ist mal hier eines. Ein weißes Handtuch. Wie bindet man das jetzt? Die erste Sache, bevor ihr das umlegt, Beine auseinander. Wenn ihr das nicht macht und jetzt das Handtuch eng drum wickelt, dann lauft ihr später so. Also nicht machen. Beine auseinander. Dann ein Tipp dafür, dass es gut hält. Luft einziehen, Bauch einziehen. Und das Tuch eng drum wickeln. So, ungefähr auf dieser Höhe. Und dann 2-3 Mal nach unten rollen. Wieder ausatmen. Jetzt sitzt das schön stramm. Und ihr könnt damit laufen. Und das hält. Und das hält wirklich. Ich habe 30, 40 Mal Umrah gemacht. Keine Sorge, es ist noch nie was Schlimmes passiert. Ihr könnt alles damit machen. Ihr könnt laufen, springen, hüpfen. Wirklich alles außer Handstand. Das bitte nicht. Ansonsten könnt ihr wirklich alles machen. Und glaubt mir, wenn ich euch das jetzt sage, die größere Sorge ist dieses Tuch. Das ist nicht so leicht, sicher festzumachen. Das kann man sich einfach so um die Schultern binden. So. Aber das wird euch oft runterfallen. Und besonders im Gebet ist es ärgerlich, weil im Gebet sollten die beiden Schultern bedeckt sein. Was ich oft mache, ist, dass ich so ein Ende hier reinstecke und das andere Ende hier. Das hält auch relativ gut. So kann man das machen. So, das ist der spannende Teil für das Tuch. Wir Männer, wie gesagt, tragen nur das. Wir tragen das Tuch, diese beiden Handtücher und Sandalen. Sandalen heißt so, alles was offen ist, Hacke sollte nicht bedeckt sein. So Birkenstock, das was der Bruder da trägt, das passt schon ganz gut. Ansonsten haben wir keine Kopfbedeckung, auch nicht diese Gebetsmützen. Das ist alles nicht erlaubt für die Männer während der Umrah. Bei den Frauen ist es entspannter. Ihr Frauen, ihr könnt eure ganz normale Kleidung tragen. Das Einzige, was für Frauen nicht erlaubt ist während der Umrah, ist Niqab und Handschuhe. Das sind die beiden Dinge, die sind nicht erlaubt. Wenn wir das gemacht haben, unsere Vorbereitung im Hotel, dann steigen wir in den Bus um 10 Uhr, wir fahren ab. Und die erste Station ist eine Moschee namens Dhul Hulayfa. Masjid Dhul Hulayfa. Das ist vom Hotel vielleicht 25 Minuten ungefähr. Das ist eigentlich ein Tal, ein größeres Tal, ein gesegnetes Tal. Und da ist auch inzwischen eine Moschee. Da steigen wir aus, wir beten 2 Raka und kommen in den Bus zurück. Ab da gibt es kein Zurück mehr. Ab jetzt fährt man nur noch nach Mekka und beendet die Umrah.
Man darf nicht mehr zurückkehren. Man kann nicht sagen, ach, ich habe es mir anders überlegt und gerade noch was zu tun oder ich fliege wieder zurück nach Deutschland. Ab jetzt muss man. Aber dafür sind wir ja auch hergekommen. Hier haben wir gelernt, was zu tun ist, wie wir uns äußerlich vorbereiten und welche Rituale uns bei der Umra erwarten. Auf dem Rückweg nach Medina verlagert sich der Fokus. Jetzt geht es um das Innere, Herz und Seele. Denn die Umra beginnt nicht erst mit den Ritualen, sondern mit der Absicht, mit Bewusstsein, mit Demut und mit Aufrichtigkeit. Und wenn wir uns auf den Weg machen, dann legen wir unsere 2 weißen Handtücher an. Und es wird mindestens noch einmal in eurem Leben einen Moment geben, wo ihr genauso gekleidet seid. Haargenauso. Und das ist der Moment, wenn ihr endgültig zu Allah reist. Da werdet ihr wieder so aussehen. Morgen oder übermorgen, das ist nur ein Vorgeschmack, eine Erinnerung. Der Unterschied ist nur, wenn ihr irgendwann endgültig zu Allah reist, könnt ihr nicht wieder zurück. Es gibt kein Zurück mehr, keine zweite Chance für niemanden. Niemand kehrt zurück von da. Jetzt könnt ihr das. Wir müssen eine Sache verstehen, wenn wir zu Allah reisen, dieser ganze Schmuck und das Parfüm und die schicken Haare und was auch immer, das nützt uns gar nichts. Für Allah ist das völlig uninteressant. Du stehst irgendwann vor Allah und dein ganzes, wie du dich zurecht machst, hat überhaupt gar keinen Wert. Du stehst vor Allah mit einer Sache, mit deiner Gottesfurcht, mit deinen guten Taten. Das ist das, was wir für diese Reise mitnehmen sollen. Diese Verschönerung von außen, die hilft dir nichts. Allah will das gar nicht sehen. Lass das einfach. Es kommt auf dein Herz an. Wenn wir morgen da in Mekka sind, wir stehen da und wir verrichten die Pilgerfahrt und wir stehen alle nebeneinander. Du kannst einen Millionär nicht von einem Bettler unterscheiden. Und wenn wir die heilige Moschee betreten, dann sollten wir uns selber im Herzen vornehmen, dass wir nicht eher wieder diese heilige Moschee verlassen, bevor Allah uns verziehen hat. Denn mit dieser Hoffnung gehen wir dorthin. Unsere letzten Stunden in Medina. Ein letzter Blick, ein leiser Abschied. Und im Herzen geben wir dem Gesandten Allahs den Selam. Medina hat uns etwas beigebracht. Ruhe, Frieden, Nähe, Verbindung. Ein letztes Mal gehen wir an diesem Tor entlang. Wir haben gesehen, wie Geschichte Form annimmt und gespürt, wie sich Herzen vereinen, trotz aller Unterschiede. Und jetzt nehmen wir diese Stille mit, wie einen Schatz. Denn vor uns liegt Mekka, intensiv, bewegt, voller Menschen. Möge Allah uns dort nicht nur ankommen lassen, sondern uns annehmen. Ich hatte in meinem Leben schon oft Debatten über Religion. Was ist die wahre Religion? Gibt es einen Gott überhaupt? Wenn ja, wie kann man das zeigen? Und man tauscht Argumente aus. Argumente, die man selber überzeugend findet, aber der andere vielleicht nicht. Argumente der unterschiedlichsten Art. Philosophisch, wissenschaftlich, intellektuell, logisch, rational. Aber wenn man diese Orte besucht, braucht man keine Debatten mehr. Man sieht mit dem Herzen. Es gibt etwas, was man mit dem Herzen erkennt. Wenn man diese Orte besucht, hat man keine Zweifel mehr im Herzen. Nicht eine Sekunde. Manchmal vielleicht hier in diesem Land, in dieser Welt. Aber wenn man dorthin geht, hat man nur noch die Ruhe im Herzen. Die Ruhe und die Gewissheit. Man kehrt zurück und alle Zweifel sind beseitigt. Denn man hat etwas gesehen. Man hat etwas gesehen. Aber mit dem Herzen. Man hat etwas mit dem Herzen gesehen. Dinge, die es nirgendwo zu sehen gibt, außer an diesen heiligen Orten. Und wenn man sie einmal gesehen hat, möchte man immer wieder dorthin zurück.
Bleibt ruhig, alles gut. Komm, alles gut.